Heute Abend 19:30 Uhr ist Weihnachtsfeier für den Verein RB Leipzig. Und da wollen sie eigentlich die Herbstmeisterschaft feiern. Aber bevor es Lachs Carpaccio und Safransoße gibt es erstmal Hausmannskost. Und die schmeckt Leipzig nicht. 1:0 für Augsburg, die das nach wie vor super clever verteidigen. Leipzig auch in dieser zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft mit Chancen. Ein Fernschuss von Haidara, ein Kopfball von Kunku. Aber sie kriegen tatsächlich ihr Tempo nicht in dieses Spiel. Und das liegt am clever verteidigenden FC Augsburg. Probleme auch in der Offensive bei den Bayern, Karl-Heinz Kaas. Was ist da los? Meter in Schalke. Elfmeter für den SC Freiburg. Zweiter Foul-Elfmeter, der ist unstrittig. Und Vincenzo Grifo hat sich den Ball zurechtgelegt im Duell gegen Schubert. Kurzer Anlauf, der Schuss und Tor! Rotzfrech löffelt er den Ball in die Mitte. Schubert liegt in der Ecke, hat keine Chance. Und Freiburg dreht dieses Spiel durch 2 Foul-Elfmeter, nachdem Schalke zur Pause noch 1:0 geführt hatte. Jetzt also der Spielstand 1:2. Und jetzt aber zu Karl-Heinz Kaas nach München. Keine Tore, weil Wolfsburg hinten gut steht. Das ist ja bekannt und immer wieder Nadelstiche setzt. Spielen exzellent die Wolfsburger. Gefallen mir gut. Die Bayern natürlich mehr am Ball. Natürlich auch aggressiver vorne und natürlich auch offensiver. Aber das 0:0 haben sich die Gäste verdient. Jetzt vielleicht die Chance für die Bayern. Müller kommt über rechts, bekommt den langen Ball. Ja, bitteschön, Tor Leipzig. 1:1. Konrad Leimer mit einer sensationellen Einzelaktion. Erst stibitzt er sich den Ball, weil er hartnäckig im Gegenpressing arbeitet an der Strafraumgrenze. Dann lässt er 2 aussteigen und schweißt das Teil in den rechten Winkel. Und jetzt haben die 40.000 hier endlich auch mal ein bisschen Spaß bei dieser zähen Angelegenheit und diesem schwer zu bespielenden Gegner, dem FC Augsburg. Leimer sorgt für den Ausgleich. Wir waren in München und gehen nach Mainz zu Jens Krieg. Ich hätte mich längst gemeldet, Jungs, wenn ich was zu vermelden hätte wie ein Tor, denn es gab hier eins, was natürlich nicht zählte. Lange das Videostudium von Patrick Ittrich und am Ende wohl die korrekte Entscheidung. Niakate war in einem Zweikampf mit Amiri zusammen. Amiris Hände waren oben, die Vorarbeit kam zu Volland. Der musste den Ball aus Nahdistanz nur noch zum vermeintlich 7. Saisontor über die Linie drücken, aber es zählte nicht. So ist es korrekt, so steht es hier weiter 0:0. Und die Leverkusener kommen mit Kai Havertz, der aber seiner Form hinterherläuft. Ein Schatten seiner selbst ist, vergleicht man ihn mit dem Auftritt in der vergangenen Spielzeit. Ball im Seitenaus, eine Mannschaft fehlt uns noch, Köln und Bremen und Marc Eschweiler. 1:0 führt der erste FC Köln und es gibt schon Fans hier beim FC, die sagen, eine Auferstehung wie die unseres FC, die gab es bisher nur in der Bibel. 3. Sieg in Folge winkt und vielleicht überwintert man dann auch nicht auf einem Abstiegsplatz, aber die Führung wackelt. Cordoba traf in der 39. Minute gegen bis dahin schwache Bremer. Werder jetzt drin im Spiel und auch Leipzig drin im Spiel, Thomas. So ist es. Es ist noch nicht wieder angepfiffen worden, weil die Augsburger da sich unendlich lang beschwert haben bei Daniel Siebert, beim Schiedsrichter. Die Diskussionen sind immer noch nicht beendet. Kann aber auch nicht verstehen, was das Problem gewesen sein soll. Es war kein Foulspiel im Spiel und jetzt gibt es trotzdem hier die Überprüfung über den Video Assistant Referee. Das zweite Mal, dass in Köln heute zur Arbeit gegangen wird von Sascha Stegemann. In der ersten Halbzeit war es eine Situation eines Treffers von Timo Werner. Der wurde dann zurückgenommen, weil vorher ein Handspiel gepfiffen wurde. Zu Recht gepfiffen wurde übrigens von Tyler Adams. Wir sehen auch, was überprüft werden soll, nämlich ein angebliches, vermeintliches Foul von Dayot Upamecano beim Spielaufbau, der dann zum Ballverlust der Augsburger geführt hat. Ich würde mich gleich mal melden, wenn das aufgelöst ist. Sie brauchen unfassbar lange heute in Köln. Kasi, mach mal weiter in München. Ich sag Bescheid. 0:0, die Bayern, sie tun sich hart. Vor 35 Jahren hatten sie das letzte... Ja, bitte. Treffer zählt in Leipzig. So zumindest deuten wir jetzt mal Daniel Siebert und seine Gestik. Spiel läuft hier gleich weiter. Kasi in München. Also Leipzig 1:1, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, da träumen wir davon. Hier 0:0. Und schon wieder kommen die Wolfsburger. Setzen immer wieder Nadelstiche. Sie müssen aufpassen da hinten. Boateng hat geklärt. Er ist gekommen in der 45. Minute. Noch in der ersten Halbzeit für den verletzten Martinez. Und jetzt sitzen nur noch 18- und 19-Jährige draußen. Und ein 20-Jähriger namens Singh. Den kennt auch keiner in Deutschland beim FC Bayern. Nachwuchsspieler und Ergänzungsspieler. Sie können nicht nachlegen, weil sie 8 Verletzte oder Gesperrte haben. Coutinho, Mittelstürmerposition. Die Bayern wollen den 1:0 Treffer. Legt quer auf Müller. Müller im Strafraum. Hat den Ball unter Kontrolle. Hebt den Ball rein. Naja, und dann können sie rauskopfen. Sie stehen gut. Vor allem Tissero und Brooks, die 2 da hinten. Da brennt nichts an. Hier also weiterhin 0:0. Armin Lehmann. Schalke Freiburg tatsächlich 1:2.
Ja, ist der Hammer. Schalke führt zur Pause. Schon ein bisschen glücklich durch dieses wunderbare Kontertor von Suat Serdar, das er selber einleitete über Rahman. Und dann war er im 5-Meter-Raum der am reaktionsschnellsten war und mit dem langen Fuß den Ball hinein ins Tor befördert. Und Freiburg schon vor der Pause mit einer riesen Doppelchance durch Jonathan Schmid, kam aber nicht zum Torerfolg. Dann haben sie aus meiner Sicht einen etwas glücklichen Foul-Elfmeter bekommen bei einem Laufduell mit Kabak gegen Höhler. Der wollte nur den Elfer. Dr. Felix Brüch schaut sich das auf dem Monitor nochmal an und entscheidet dann, nachdem er zunächst weiterspielen ließ, auf Foul-Elfmeter. Den hat dann Nils Petersen sicher verwandelt und gerade eben war es Grifo. Der Elfer war unstrittig. Der Junge Juan Miranda, 19 Jahre jung, linker Verteidiger spielt er jetzt, der Youngster aus Spanien bei den Schalkern, ist da sehr unnötig in einen Zweikampf weit draußen im Strafraum hingegangen. Es gab dann zu Recht den Strafschuss und Grifo löffelt den Ball ins Tor und seitdem führt hier Freiburg und die machen das richtig gut. Schalke wird hier wehgetan im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht hart zu in den Zweikämpfen von beiden Seiten und die Freiburger haben das Spiel gedreht, führen 2-1. Und wir warten immer noch auf das erste Tor in Mainz, obwohl doch schon so viele Jens-Jörg Riek gefallen sind. Ja, das stimmt. Und eben gab es noch eine Entscheidung, die in die Statistik gehen wird. Gelb-Rot für Wendell, der ist gerade runtergegangen. Das passt so ein bisschen hier zu Bayer Wankelkusen. Diese Mannschaft, die Bayern geschlagen hat, die Schalke geschlagen hat, die dann das berühmte und schwierige Spiel gegen Köln verloren hat, die gegen die Hertha verloren hat. Jetzt hat sie sich gerade berappelt, wurde stärker, war für mich das bessere Team. Und dann gibt es Gelb-Rot für Wendell, der genau seine miese Saison abliefert, wie beispielsweise ein Kai Havertz. Jetzt gibt es neue Unterstützung für die Offensive. Diaby ist drüben rausgegangen in der Mannschaft der Leverkusener in einer Partie, in der wir als Einzige, glaube ich, an diesem Tag auf Tore warten. Selbst ganz unten bei den Kölnern gegen Bremen in diesem Kellerduell gab es schon einen Treffer. Marc Eschweiler. Durch Cordoba in der 39. Minute und das war Fußball vom Einfachsten. Langer Schlag aus der eigenen Hälfte bei den Kölnern in den gegnerischen Strafraum. Bremens Innenverteidigung nicht auf dem Posten. Drexler legt den Ball quer auf Cordoba und der drückt ihn rein. Das war das einzige Tor. Man hört es im Hintergrund, Stimmung, Spitze, 74 Minuten rum. Die Kölner vor ihrem 3. Sieg in Folge und Werder Bremen vor der 4. Niederlage in Folge. Die Negativserie geht weiter, aber es ist ein Spiel auf der letzten Rille. Beide Mannschaften werfen alles rein. Es gab schon 3 verletzungsbedingte Wechsel. Unter anderem musste Hector, Kölns Kapitän, schon in der ersten Halbzeit raus. Jetzt liegt der nächste Cordoba, der Torschütze der Kölner, auf der Mittellinie, auf dem Boden. Also Abstiegskrampf zwischen Köln und Bremen. 1-0 hier, 1-1 in Leipzig, Thomas. Das ist korrekt und Leipzig drückt das Gaspedal jetzt Richtung Ölwanne. Zweiter Eckball in kurzer Folge von der linken Seite. Nationalspieler Heinsberg mit links vom Tor weggeschaufelt, ins Zentrum gegeben. Fast die Kopfballchance für Patrick Schick, aber Udukai ist dazwischen. Was passiert mit dem zweiten Ball? Den organisiert Haidara für RB Leipzig zurück. Sabitzer, der Eingewechselte, wechselt jetzt mal den Flügel. Drüben wartet immer noch auf der linken Seite Halstenberg nach dem Eckball. Der dribbelt aber jetzt nach innen ins Zentrum, lässt den Ball noch mal prallen auf Leimer, den Torschützen. Nächster Diagonalball segelt rein in den Strafraum auf Tyler Adams. Der kleine Amerikaner im Kopfballduell gegen Iago will den Ball da mit der Stirn in die Mitte drücken. Patrick Schick hat da gewartet, aber Tyler Adams heute mit seinem Startelf-Debüt in dieser Saison nach langer Verletzung ist noch nicht ganz Herr seiner Sinne und seiner Kräfte und deswegen köpft er den Ball auch über die Torauslinie. Wird nur den Abschluss geben und es wird einen weiteren Wechsel geben. Hans-Frederik Jensen kommt ins Spiel. Martin Schmitz, der Augsburger Coach, der wechselt hier tatsächlich mutig und will weiterhin auf Offensive setzen, was nicht immer funktioniert hat in dieser Partie. Das ist aber auch nicht wirklich weiter verwunderlich gegen den Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga, der heute ganz gerne die Herbstmeisterschaft eintüten würde. Bester Torschütze der Augsburger mit Niederlechner. Gerade eben dafür übrigens ausgewechselt. Ball schon wieder unterwegs in die Leipziger Hälfte, aber Augsburg kann den kontrollieren oder doch nicht. Jawohl, denn Werner kommt nicht an den Ball. Karl-Heinz Kass in München ist dran. Was macht der Rekordmeister? Tut sich hart gegen die beste Abwehr der Liga. Nur 16 Gegentore in 17 Spielen. Weiter Ball jetzt von Boateng auf Perisic. Kann ihn nicht kontrollieren. Drüben 20 Meter von der Eckfahne. Einwurf für Wolfsburg schon ausgeführt. Sie sind stark, die Jungs von Oliver Glasner. Allerhöchsten Respekt. Ball schon wieder auf der anderen Seite. Gleich nach der Pause. Schuss. Rossignol auf Joao. Und dann nochmal Schlager. Mein Gott, der Xafal aus Österreich. Der Schlager hatte die Riesenchance. Es war ein Schüsschen am Ende. Sonst würde hier Wolfsburg mit 1:0
1:0 führen. Und so steht's 0:0. Brooks spielt ganz in Ruhe zurück auf seinen Torhüter. Kuhn Castells 2 tolle Paraden. Einmal bei dem Freistoß von Alaba. Da hat er in der ersten Halbzeit den Ball so gerade noch um den Pfosten gedreht. Und jetzt kommen sie schon wieder über die rechte Seite mit dem eingewechselten Gerhard. Gerhard hat den ebenen Eckball rausgeholt, hat er geschossen, abgefälscht. Es gab nur Ecke. Und jetzt sind die Bayern zurück, können klären. Hier bleibt es weiterhin beim 0:0. Schalke, Freiburg, Armin Lehmann, bitteschön. Hier immer noch 1:2. Es ist relativ ruhig im Stadion. Das war übrigens ganz am Anfang in den ersten 4 Minuten dieser Begegnung noch ruhiger. Wir alle erinnern uns am vergangenen Mittwoch, ein Schalke-Fan auf dem Weg ins Stadion zum VfL Wolfsburg tödlich verunglückt. Und dann haben die Fans ihm gedacht, Ruhe in Frieden, Drüse. Es gab ein großes Plakat und eben 4 Minuten Ruhe im Stadion. Und jetzt sind wir natürlich schon viel weiter in der 76. Minute und es ist immer noch ruhig. Und David Wagner, der Trainer, hatte ja gefordert, wir müssen das Publikum mitnehmen. Die müssen uns unterstützen. Wir laufen auf der letzten Rille. Wir haben so viele Verletzte, wir können kaum noch wechseln. Und die Spieler haben eigentlich zu viele Minuten in den Knochen. Und das merkt man heute. Das gilt natürlich auch für die Freiburger, die das hier bislang gut gemacht haben. Jetzt Schalke vielleicht mit einer Kontermöglichkeit. Über Rammern auf der linken Seite. So 10 Meter weg vom Strafraum. Nimmt dann in der Mitte Amin Harit mit. Der könnte vielleicht abziehen. Das macht er auch. Da kommt der Schuss und dann ist die Parade von Flecken. Gute Chance für Schalke. 20 Meter Schuss. Flecken fährt den Arm aus und klärt den Ball zur Ecke. Das war die erste Möglichkeit der Schalker nach dem Elfmeter, der zum Rückstand führte. Hier führt also immer noch Mainz und immer noch kein Tor. Hier führt immer noch Freiburg und immer noch kein Tor in Mainz. So ist richtig jetzt wirklich. Das stimmt absolut, aber es wogt hin und her. Es ist ein gutes Spiel jetzt, wenn auch das Tor fehlt auf beiden Seiten. Niakate treibt den Ball gerade über die Mittellinie dann raus auf die rechte Seite zum starken Riedle Baku, dem Youngster, der noch in den deutschen Nachwuchsmannschaften spielt. Herüber zu Öztunali, dem ehemaligen Leverkusener. Jetzt auf Seiten der Mainzer, Ball in die Mitte. Fehlschlag, Schuss, Kunde Malong drüber. Starke Szene. Kunde Malong hatte 5 Minuten zuvor, der Kameruner, eine riesen Schusschance, als er den Ball herumzirkelte und alle staunten und standen da. Nur Radetzky rührte sich nicht. Der hat ihn, glaube ich, gar nicht gesehen. Der hat da so ein bisschen hinterher geguckt wie der Astronaut einer Silvesterrakete und hat gesagt, das ist nichts Besonderes. Das habe ich schon öfter gesehen. Aber das war großartig gewesen und es steht hier immer noch 0:0. Und wir haben ein Tor nach wie vor bei Marc Eschweiler, auch wenn es in dessen Partie viel, viel ruhiger geworden ist. Ja, ruhiger zumindest, was das Fußballerische angeht. Aber auf dem Feld ist es immer noch unglaublich intensiv, weil beide Mannschaften sich 11 Minuten vor Schluss bei Stand 1:0 für Köln überhaupt nichts schenken. Und Werder will hier noch mindestens einen Punkt mitnehmen. Claudio Pizarro, der 41-Jährige, gerade eingewechselt für den nächsten Verletzten. Velkovic, runter, dick bandagiert am Oberschenkel. Die Partie hat unglaublich Kraft gekostet auf beiden Seiten. Jetzt die Bremer über den jungen Goller. In München sitzen die 17- und 18-Jährigen auf der Bank. Hier spielen sie bei Köln 17-, 18-Jährige, 20-Jährige. Bei den Bremern der junge Goller mit 20 in der Startformation. Trainer Florian Kohfeldt hatte ja angekündigt, es wird sich was verändern in der Mannschaft. Tor in Leipzig! Das 2:1. Patrick Schick mit dem Kopfball nach Ecke von Christoph Nkunku. Und die Mathematik behält dann recht. Es war der 5. Eckball in dieser zweiten Halbzeit. Und Schick steht komplett allein. Der 1,89 Meter große Tscheche. Weil sie den übersehen konnten, ist mir ein großes, großes Rätsel. Heute von Beginn an die 3 Tore, die er bisher erzielt hat. Die Leihgabe der AS Rom waren allesamt Joker-Tore. Zuletzt das 3:3 beim BVB. Der Typ schlägt hier komplett ein und köpft RB Leipzig jetzt möglicherweise zur Herbstmeisterschaft. Bekommt noch die gelbe Karte von Schiedsrichter Daniel Siebert, weil Patrick Schick im Überschwangen der Gefühle sein Trikot ausgezogen hat. Bei mittlerweile nur noch 8 Grad im Leipziger Stadion. 2:1 also die Führung. Davor eine gute Möglichkeit, endlich mal eine gute Chance für die Augsburger. Schöner Alleingang, tolles Dribbling von Marco Richter war das, der Anlauf genommen hat vom rechten Flügel und dann einen schönen Knoten in die Leipziger Lichterkette gespielt hat. 2 Gegenspieler ausgenommen hat und dann abgeschlossen hat. Sein Schuss aus Spitzenwinkel konnte gerade so geblockt werden. Jawohl, bitteschön, Ami. Auf Schalke, der eingewechselte Kutucu aus 18 Metern. Sagt er sich, ich hau einfach mal drauf und nagelt das Ding links unten ins Eck. Überhaupt keine Chance für Marc Flecken. Der versucht doch irgendwie an diesen strammen Schuss ranzukommen, aber er hat keine Chance. Schalke gleicht aus. 2:2. Wir waren in Leipzig bei Thomas Kunze und gehen nach München zu Karl-Heinz Kaas. 0:0. Weiter Ball, Alaba auf rechts hinaus. Ja, kommt er nicht ran, Gnabry, weil sie hinten
müssen gut stehen. Mabou, Rossillon außen, diese Viererkette, Tisserand, Brooks, die gefallen mir einfach gut. Da kommst du nicht durch. Jetzt nochmal Boateng, schon in des Gegners Hälfte. Nochmal über Alaba, dann geht's auf die linke Seite. Schon wieder ein Kopf dazwischen eines Wolfsburgers. Die Bayern müssen zurücklaufen. Neuer holt sich den Ball 30, 35 Meter vor seinem Tor. Leitet den nächsten Angriff ein. Noch in der eigenen Hälfte. Jetzt im Anschlusskreis. Kimmich mit einem weiten Ball auf Gnabry. Den suchen sie immer wieder. Gnabry nimmt den Ball sehr schön an der Strafraumkante. Legt den Ball durch. Müller schaltet sich ein. Pavard könnte flanken. Tut das schlechte Flanke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hinter das Tor. So kannst du Wolfsburg nicht bezwingen. Es bleibt hier beim 0:0. Armin Lehmann, Schalke, bitte 2:2. Ja, hier geht's richtig ab. Die Freiburger hatten das Ding gedreht durch 2 Foul-Elfmeter und Schalke wurde immer stärker. Die haben so 10 Minuten lang gebraucht, mussten sich schütteln, da sie hier plötzlich hinten lagen. Und dann Kutucu, goldenes Händchen von David Wagner mit diesem strammen Schuss und Schalke kommt schon wieder über Caligiuri auf der rechten Seite, schon auf Höhe des Strafraums. Dann zieht er rein in den 16er, dann bringt er den Ball in die Mitte, aber da ist Flecken zur Stelle im 5-Meter-Raum und kann klären. Also hier geht's hoch her, 2:2 der Spielstand, unentschieden steht's auch in Mainz bei Jens Jörg. Jetzt kommt wieder die Leverkusener. Havertz mit einem Mondball herüber auf die linke Seite. Antritt vom eingewechselten Dragovic, der hereingenommen wurde, nachdem Wende wegen Gelb-Rot raus ist, um diesen Abwehrverbund zu stabilisieren. Wir haben Wunderkerzen auf der Tribüne und einen wunderbaren Schuss von Amiri, der an Zentners Tor nur knapp vorbeirauscht. Beide Mannschaften spielen hier auf den Sieg. Wir haben noch 7 Minuten auf der Uhr. Im Moment sind die Mainzer im Spielaufbau, deswegen schnell zu Marc und dem Spiel Köln gegen Bremen. Hier ist jetzt was los im Kölner Strafraum. Rashica für Bremen, 18 Meter, knallt das Ding an die Latte. Und gerade war der Ball im Kölner Tor, aber die Fahne geht hoch, als Osako aus 6 Metern trifft. Pizarro hatte vorgelegt, aber Pizarro stand eine Fußspitze, naja, waren schon 3 Fußspitzen im Abseits. Korrekt, dass der Linienrichter hier eingreift. Also es bleibt hier weiter beim 1:0 für den ersten FC Köln. Aber die Fans haben gemerkt, dass die Mannschaft Hilfe braucht. Ohne den verletzt ausgeschiedenen Kapitän Hector schon nach 27 Minuten runter. Wackelt das Ganze jetzt. Bremen ist dran, aber Köln führt noch knapp. Und Leipzig, Thomas, ja, feiert schon fast, ja? Ja, sie feiern vor allen Dingen den Torschützen, der gerade rausgegangen ist. Patrick Schick, der Torschütze per Kopf zum 2:1. Nordi Mukile, der Franzose, für ihn ins Spiel. Das zieht eine taktische Veränderung nach sich. Jürgen Nagelsmann will jetzt hier auf Nummer sicher gehen. Augsburg hat vielleicht noch ein bisschen Mut und ein bisschen was im Tank, um nach vorn ein bisschen mehr zu bewegen. Zumindest müssen sie das auf jeden Fall tun, wenn sie was am Ergebnis schrauben wollen. Sie haben ja lange geführt in der 8. Minute. Der Treffer vom längst ausgewechselten Niederlechner. Spieler, Spielaufbau, Ballverlust fast von Dayot Upamecano aus Leipziger Sicht. Abpraller landet dann aber bei Tyler Adams, der dann gefoult wird. Und es wird den Freistoß geben aus Leipziger Sicht in der eigenen Hälfte. Es gab viele Unterbrechungen, viele Diskussionen. 2 Mal musste der Videoschiedsrichter eingreifen und deswegen wird es hier sicherlich auch ein bisschen was oben drauf geben. 84 Minuten sind jetzt absolviert. Leipzig hat den Freistoß ausgeführt, spielt das Ganze jetzt hintenrum über Peter Gulaschi, der heute ganz sicherer Rückhalt war, hat aber eben auch nicht viel zu tun. Augsburg nach vorn dann doch eben limitiert, so gut wie sie es defensiv gespielt haben. Die Entlastung, sie fehlt, aber vielleicht passiert jetzt was. Sie haben sich den Ball organisiert, haben sie zumindest gedacht, wollten den Einwurf 15 Meter in der Leipziger Hälfte, aber Schiedsrichter Dani Siebert hat andersrum entschieden. Nordi Mukile mit seiner ersten Ballberührung sorgt für den Einwurf für die Leipziger, die es jetzt wieder ganz langsam, ganz in Ruhe hintenrum spielen. Die Augsburger ein bisschen rauslocken. Klostermann jetzt der Nationalspieler auf Tyler Adams, der dann Amadou Haidara findet. Sie kombinieren sich über den Flügel und am Ende ist es Sabitzer mit dem öffnenden Pass für Amadou Haidara. 3 gegen 3, aber sie sind dazwischen, die Augsburger. Im letzten Moment kommt Vargas angesegelt und klärt diese Situation. Leipzig im Konter gestoppt. Karl-Heinz Gars in München. Mach weiter. Spielerwechsel beim FC Bayern München. Einer der Youngster kommt, aber den kennt man seit dieser Woche. Denn das da war der Last-Minute-Torschütze in Freiburg. Joshua Zirkzee kommt 18 Jahre aus den Niederlanden und man hört und staunt, der 120 Millionen Mann Philippe Coutinho muss vom Platz. Ein Nobody für einen Etablierten, sagt eigentlich alles aus, aber die Bayern haben keine anderen mehr auf der Bank und eben Riesenchance für die Gäste. Maxi Arnold mit Brachialgewalt aus 18 Metern Mittelstürmerposition. Ball wäre eingeschlagen. Gerade noch ein Bein eines Bayern-Spielers dran. Weiterhin 0:0, aber die Chance, die müssen sie sehen. Heute
Heute Abend, ARD Sportschau. Schauen Sie rein. Das war ein Schuss von Maxi Arnold. Hätte das 1:0 sein können. Und der Treffer wäre auch hochverdient gewesen. Sie spielen klasse. Muss man sagen, diese Jungs von Oliver Glasner. Hinten stehen sie gut und vorne setzen sie Nadelstiche. Die Bayern haben den Ball, versuchen neu aufzubauen. Es geht mal über die rechte Seite. Da setzen sie Pavard ein. Gnabry wartet schon wieder auf den Ball. Bekommt ihn noch nicht. Da läuft er noch Pavard. Schon 20 Meter unterwegs. Jetzt hat Gnabry den Ball in Rechtsaußenposition. Pavard kommt zum Fall. Aber das Spiel geht weiter. Die Chance schauen wir uns vielleicht noch an. Müller wird mitgenommen. Da müssen sie zurückspielen. Alle Wolfsburger vor dem eigenen Strafraum sind dazwischen. Können klären. Hier weiterhin 0:0. Aber 4 Tore schon bei Armin Lehmann auf Schalke. 2:2 steht's und Schalke will mehr. Wir sind in der 86. Minute. Raman eben mit der dicken Chance, aber er verzieht mit links, haucht und am Pfosten vorbei. Jetzt nächste Chance. Kutucu und wieder Zentimeter. Wow, die Freiburger schwimmen. Da drehen sie dieses Spiel, nachdem sie zur Pause hinten gelegen haben, die Breisgauer. Und dann macht Schalke durch Kutucu den Ausgleich. Und jetzt gerade eben wunderbarer Pass rein in den Strafraum. Er ist frei vor Flecken. Der Winkel nicht ganz optimal. Er zielt aufs lange Eck und verfehlt den Pfosten hauchdünn. Und zwar auf der Seite, wo der Ball draußen vorbeigeht. Und deshalb war er nicht drin. Aber wie gesagt, Schalke will mehr. Zur Pause waren sie ja in der Blitztabelle auf Platz 3. Vor Borussia Dortmund, das wäre für jeden Schalker schon mal wichtig, aber eben auch auf einem Champions-League-Platz. Aktuell wäre es eben nur der 5. und sie müssen immer aufpassen, weil auch die Konter der Freiburger gefährlich bleiben. Über Quan, die kommen jetzt rein, der ist im Strafraum, und dann gibt es nochmal einen Elfer. Nein, er rutscht, glaube ich, eher weg. Der Schiedsrichter war ganz dicht dabei, lässt aber doch nochmal den Kölner Keller, so deutsch die Geste, überprüfen. Das wird dauern und deshalb, Jens-Jörg Krieg bitte. Und Tor? Aufgepasst, Tor für die Bayern, aufgepasst, Torschütze, 18 Jahre aus Niederlande, Joshua Zirkzee, das ist der Fußballwahnsinn pur hier in der Münchner Arena vor 75.000. Der macht den Last-Minute-Treffer in Freiburg und der trifft jetzt in der 86. Minute und wird gefeiert von seinen Freunden. 1:0 für den FC Bayern. Querpass, Flachschuss, keine Chance für Kuhn Castells. Die Bayern führen 1:0. Ich weiß nicht, wo wir waren. Armin Lehmann, Schalke gebe ich einfach mal weiter. Ja, hier waren wir. Hier immer noch 2:2, aber wir gehen natürlich schnell weiter jetzt zu Jens-Jörg Krieg nach Mainz. Hier war der Ball eigentlich auch schon drin, aber in letzter Sekunde rauscht er noch knapp am Tor von Radetzky vorbei. Jetzt vielleicht auf der Gegenseite die Leverkusener haben die Kugel schon. Abseitssituation, Vollandsball ist im Tor, aber das ist abseits. Da freuen sich zwar die Leverkusener Fans, aber liebe Leverkusener Fans, ihr liegt falsch. Es ist, glaube ich, jetzt zum 3. Mal, dass der Ball im Tor gelandet ist. Der Scheinriese Leverkusen hat in dieser Saison so einige lustige Rekorde aufgestellt. Gab, glaube ich, mal ein Spiel, wo Armin war, wo es 19 Ecken gab, 19:0 Ecken und am Ende kam nichts bei raus. Hier ist im Moment der Stand der Dinge 0:0 kurz vor dem Schluss und es wäre, auch das ist ein dickes Ding, das erste Unentschieden. Aber wir haben bessere Kunde. Jetzt ist er drauf, der Deckel. 3:1 für RB Leipzig. Power Paulsen macht das 3:1. 2,5 Minuten auf dem Feld, der Däne. Und er bekommt den Ball serviert, aber wirklich auf dem goldenen Tablett von Timo Werner, der seinen 6. Assist einsammelt. 3. Saisontor von Yusuf Paulsen nach einem lupenreinen Konter. Das war astrein gemacht. Augsburger Ballverlust in der Leipziger Hälfte. Und dann wie am Reißbrett. Zack, zack. Pausen schießt Leipzig zur Herbstmeisterschaft. Es steht 3:1. Wir machen weiter. Köln gegen Bremen, Marc Eschweiler. Achtung, Flanke, Bremen in den Strafraum, aber Horn ist da, fängt den Ball runter und beruhigt erstmal die Kölner Nerven. Also wenn das hier gut geht, 6 Minuten Nachspielzeit angezeigt, 1:0 für Köln, dann machen alle FC-Fans morgen eine Kerze mehr an am Adventskranz, weil dann war es doch mit ein bisschen Dusel über die Zeit gebracht. Bremen spielt, Köln kontert im eigenen Stadion, jetzt über Cordoba, aber der bleibt hängen. Auf der letzten Rille sind die Kölner hier, die auch zum 3. Mal gewechselt haben. Mit Terodde noch mal ein frischer Stürmer da, aber es stürmt im Grunde eigentlich nur noch Werder. Aber die Latte stand im Weg bei Raschicas Schuss. Und Zirkzee, Karl-Heinz Kaas, steht immer richtig. Das ist Wahnsinn. Knappe 3 Minuten war er im Spiel. Querpass Müller, Gnabry und Zirkzee waren da. Ja, und dieser Zirkzee, dieser Wuschelkopf,
Dieser Schwarze, der Großgewachsene, der ja in der zweiten Mannschaft oder der Youth-Liga spielt bei Bayern, trifft schon wieder unfasslich. Und jetzt kommen sie schon wieder. Lewandowski wieder auch nochmal. Jetzt kommt Gnabry. Tor! 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 2-0 für Bayern. Das ist so bitter für Wolfsburg, weil sie so klasse gespielt haben. Aber die Bayern jetzt gnadenlos. Gnabry rechts unten rein. Bayern 2 und Wolfsburg 0 und wieder mit den Last-Minute-Treffern. Jetzt sind sie aus dem Häuschen. Heute ist hier anschließend noch Weihnachtsfeier. Eine Viertelstunde lang gibt es ein Riesenfest in der Arena. Na, da dürfen sich jetzt alle drauf freuen. Weihnachtsstimmung. Jetzt momentan sind sie alle von den Sitzen aufgesprungen. Bayern 2, ja, Wolfsburg 0, Armin Lehmann, Schalke 2 und Freiburg 2, oder? So steht's und Schalke ist wieder im Vorwärtsgang. Hüb Stevens ist heute im Stadion. Der Trainer, der Schalke letztes Jahr rettete vor dem Abstieg und der jetzt sieht, wie seine Mannschaft in Richtung Champions League Platz stürmen will und es versucht über Kutucu, aber der verliert erstmal den Ball. Und da müssen sie hinten immer wieder aufmerksam sein. Und wir gehen nach Mainz zu Jens-Jörg Rieck. Tor in Mainz für Leverkusen. Es ging hin und her und vorhin wollte ich gerade noch erzählen, es wäre für die Mainzer das erste Unentschieden in allen 3 Ligen. Erste Liga, zweite Liga und dritte Liga gibt es keine Mannschaft, die bislang noch kein Unentschieden hatte. Es war kurz davor und in letzter Sekunde kommt die Werkself nach einem schön rausgespielten Konter. Der Ball war eigentlich schon drin mit Volland. Alario, der Eingewechselte, ist es am Ende, der den Ball aus 30 Zentimetern über die Linie drückt zum 1:0 für die Mannschaft von Peter Bosch. Und jetzt gibt es natürlich Pfiff hier. Wir machen weiter bei Marc Eschweiler ab nach Köln. Was für eine Parade von Timo Horn nach Volley-Schuss eines Bremers. Meine Güte, jetzt wackelt die Führung. Gerade Pizarro fast per Kopf erfolgreich, aber Bornau noch gerade so dazwischen. Wieder Ecke für Werder und Horn faustet den Ball raus. Werder bringt jetzt sogar den Torwart mit nach vorne, Pavlenka. Dabei haben wir noch 3 Minuten in der Nachspielzeit zu spielen. Alles oder nichts. Und dieser Pizarro, der lauerte da gerade 8 Meter vor dem Tor, völlig frei und nickt den Ball schon im Grunde gefühlt rein. Aber Bornau, der Abwehrspieler der Kölner, kommt noch mit dem Kopf vor ihm ran und verändert die Flugbahn des Balles. Jetzt wieder Rashica, bringt den Ball in den Strafraum für Bremen. Köln kann klären. Köln kann jetzt kontern über Cordoba. Hat er noch die Power für diesen Sprint? Nein, Finn Bartels, der Bremer, dazwischen. Hier hochspannend, nicht mehr in Leipzig, Thomas. Das Spiel ist durch, die letzten Sekunden laufen. Leipzig nochmal mit einem Angriffsversuch. Zentrale Position, Außenrisspass in den Lauf von Michele, der den Ball nach innen bringt, aber am Außennetz hängen bleibt. Und jetzt schaut Daniel Siebert auf die Uhr. 3 Minuten waren angezeigt, aber jetzt ist Feierabend. 3:1. Leipzig holt sich die Herbstmeisterschaft nach einer ganz schwierigen Aufgabe gegen den FC Augsburg. Nach einer astreinen Hinrunde. RB Leipzig steht oben und wickelt sich definitiv diese Tabelle in Geschenkpapier und legt sie sich unter den Tannenbaum. Ab nach München. Karl-Heinz Kaas, Wolfsburg wird jetzt auseinandergeschraubt zum Ende. Ja, jetzt brechen sie doch zusammen irgendwie. Die Bayern jetzt mit einem großartigen Finale. Wie in Freiburg auch die gleichen Torschützen. Zirze und Gnabry, die hatten ja auch während der Woche getroffen. Erst am Mittwoch zum Last-Minute-Sieg zum 3:1. Jetzt 2:0, 86., 89. und eben eingewechselt worden. Leon Dayaku, ein 18-Jähriger, hat noch nie gespielt in der Fußball-Bundesliga. Dem gibt jetzt Hansi Flick auch noch ein paar Minuten. Wir sind in der Nachspielzeit, eine 3 wurde aufgezeigt. 1,5 Minuten sind gespielt. Bayern führt 2:0, Spiel noch nicht beendet. Wie schaut es bei Armin Lehmann und Schalke aus? Hier ist ein paar Sekunden Feierabend. Schalke gegen Freiburg. Tolles Spiel am Ende. Unentschieden 2:2. Und in Leverkusen, Jens-Jörg Rieck, in Mainz hat es dann doch noch ein Tor gegeben, das gezählt hat, Jens-Jörg Rieck. Ja, in der Tat. Finito auch hier ein glücklicher Sieger. Das ist die Werkself am Ende in einem Spiel, in dem beide Mannschaften so viel gepowert haben, speziell in den letzten 20 Minuten. Aber am Ende sind es die Leverkusener, die nach einem großen Hänger, nach 2 Niederlagen, jetzt mit einem Erfolg in die Winterferien gehen und vielleicht auch schon Schluss bei Marc Eschweiler in Köln. In 20 Sekunden und dann wird es den 3. Sieg in Folge für den FC geben. 1:0, aber das war ein dünnes Ding, das war ein enges Ding gegen Werder Bremen und da müssen wir nach dieser 4. Niederlage in Folge, wenn es die denn wird, nicht reden
reden über den Trainer in Bremen, denn die Mannschaft hat die Kurve gekriegt. Die Leistung in der zweiten Halbzeit war gut. Man hat sich gewehrt, man hat sich dagegen gestemmt. Bei Raschicas Schuss stand die Latte im Weg und Horn parierte den Volley-Schuss von Moisander. Klasse. Und jetzt hört man den Jubel, die Erleichterung in Köln. Frohe Weihnachten beim FC. Man überwintert überm Strich. Bremen bleibt auf dem Relegationsplatz. Hier Feierabend 1-0. Ab nach München. Feierabend auch in München und jetzt beginnt hier eine weihnachtliche Feier. Das haben sich die Bayern-Spieler verdient. 2-0 gewinnt der FC Bayern. Zirze und Gnabry mit den Last-Minute-Treffern. Zirze brauchte 100 Sekunden in Freiburg und heute knapp 3 Minuten. Das sind die Fußballmärchen, die geschrieben werden. Der 18-Jährige aus den Niederlanden. Die Bayern gewinnen 2-0, bleiben aber 4 Punkte hinter Leipzig. Und das war sie, die Bundesliga-Konferenz.